Hallo zusammen! Dieses Video werdet ihr euch mit Sicherheit in Zukunft immer und immer wieder angucken, denn heute habe ich die leckerste helle Pastasoße für euch. Die geht sehr, sehr einfach und ich zeige euch jetzt einfach Schritt für Schritt, wie sie funktioniert. Und dann könnt ihr in der Infobox, also unter dem Titel, euch die ganz genauen Mengenangaben einmal ansehen. Und ich fange direkt an. Ich habe hier meinen Herd, mein Herd auf der Pfanne. Meine Pfanne auf dem Herd. Ich sag mein Pfanne auf der Herd. Wir sind hungrig, ja. Ich habe jetzt hier schon den Herd eingeschaltet, Stufe 6 von 9. Da gebe ich jetzt mein Öl dazu. Das hier ist jetzt erstmal neutrales Öl, da habe ich einfach Sonnenblumenöl genommen. Und ich habe außerdem schon Hähnchenbrust in so feine, mundgerechte Stücke geschnitten. Das lasse ich jetzt da ganz kurz von beiden Seiten drin anbraten, wirklich nur ganz kurz, so ungefähr 45 Sekunden von jeder Seite. Das salze ich und pfeffere ich auch schon und dann kommt es auch schon wieder raus. So, jetzt habe ich die Hitze ein bisschen runtergeschaltet, denn jetzt geben wir Butter mit dazu und ihr wisst ja, dass Butter immer sehr schnell verbrennen kann oder anbrennen kann und daher müsst ihr da wirklich vorsichtig sein. Jetzt kommt noch eine Knoblauchzehe dazu, ups, die wird reingepresst, ihr könntet die natürlich auch hacken. Und den Knoblauch lasse ich jetzt auch nur so eine halbe Minute darin andünsten und danach gebe ich in einem Schwung das Mehl mit dazu und lasse eine Mehlschwitze entstehen. Das Mehl habe ich jetzt ungefähr 60 bis 90 Sekunden anschwitzen lassen, dabei immer wieder schön rühren. Und es ist wichtig, dass das Ganze so ein bisschen, ich nenne es immer atmen, das sieht für mich immer aus wie atmen, dass das hier sich so ein bisschen bewegt. Und da gebe ich jetzt Milch mit rein in einem dünnen Strahl und dann schön immer weiter rühren. Und sobald die Milch klümpchenfrei verrührt wurde, könnt ihr schon salzen und pfeffern und natürlich auch Käse mit dazugeben. Kleiner Tipp von mir, Salz ganz zum Schluss mit dazugeben, denn je nachdem, welchen Käse ihr verwendet, ist der schon sehr, sehr salzig. Jetzt wird die Soße noch gewürzt und zwar mit Oregano und Basilikum und anschließend kommen auch schon die Hähnchenstreifen wieder zurück. Die lasse ich jetzt wirklich nur noch 4 Minuten ungefähr ziehen. Sie sind sogar schon gar, denn je kleiner sie sind, umso weniger brauchen sie in der Pfanne, um gar zu werden. Und oft macht man den Fehler, dass man Hähnchen wirklich zu lange brät, aus Angst, sie werden nicht durch und genau das macht es dann zäh. So, und jetzt habe ich auch schon nebenbei Nudeln gegart. Die gebe ich jetzt mit dazu. Ihr dürft auch, wenn ihr mögt, ein bisschen was vom Nudelwasser rüberschwappen lassen, wenn ihr die Soße nicht ganz so dickcremig möchtet. Ich finde aber gerade das so lecker. Und das war's schon mit unserem 15-Minuten-Rezept, was ihr immer wieder nachmachen werdet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ansonsten würde ich mal sagen, ich übergebe gleich das Wort an Hamza. Der macht nämlich den Taste-Test für euch. Ich verabschiede mich an der Stelle und freue mich, wenn ihr meinen Kanal natürlich kostenlos abonniert, mir ein Däumchen nach oben da lasst für dieses Video und mir in die Kommentare schreibt, welches Nudelrezept ich als nächstes machen soll. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss, eure Kiki. Bist du so eingepackt? Mir ist kalt, weil du mir keine Liebe zeigst. So Leute, es ist heute Valentinstag und ich bekomme keine Liebe von Kiki, deswegen Spaß. Die Liebe hast du hier mit dem Nudelgericht bewiesen. Also, wie nennt sich das Ganze? Eine Sekunde, ich muss kurz zurückzoomen. Okay, let's go. Ich habe mich extra nicht bewegt, damit das so gleich aussieht. Okay. Wie nennt sich das Ganze jetzt? Ganz ehrlich,
Ich nenne es einfach mal die leckerste Pastasoße der Welt. Hamza, wie schmeckt's dir? Du hörst gerade nicht auf zu essen. Ich wollte ein bisschen mehr probieren. Ist das diese Käsesoße? Diese Käsesoße. Käse-Sahnesoße? Nein, da ist ja keine Sahne drin. Das ist keine Käsesahnesoße. Das ist keine Käse-Sahnesoße, weil da ist ja keine Sahne drin. Also es ist ein bisschen leichter gestaltet, wenn man das so sagen darf. Ich finde, es schmeckt schon sehr nach Käsesahnesoße, dafür, dass da keine Sahne drin ist. Finde ich sehr lecker. Hier ist ja Milch drin. Wenn du im Restaurant sowas bekommst, also im Edelrestaurant, dann wirst du sagen, ey, die 20 € hat sich gelohnt für die Nudeln. Jetzt mal ganz ehrlich, so schmeckt das. Ich finde es lecker und das Hähnchen ist auch richtig zart. Ich finde es super. Also Leute, ich finde es sehr lecker. Ich finde, es hat eine klare Richtung von der Konsistenz bis hin zu den Zutaten. Es ist auf jeden Fall lecker. Also Knobi ist auch richtig gut, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich glaube, das passt auch zu anderen Nudelsorten, ganz cool. Ich glaube, man könnte sogar noch Brokkoli reintun. Ja, Gemüse, anderes Fleisch. Brokkoli oder Möhren kann man auch ganz gut dazu reintun, genau. Macht das nach, Leute. Ich finde, es ist ein echter Allrounder, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, es passt zu allem. Macht es auf jeden Fall nach, Leute. Sehr einfach, sehr schnell, sehr lecker. Und Abschluss. So Leute, das war's dann, ne? Ja. Wir kommen zum Abschluss und ich würde mal sagen, Peace and out. Peace and out. So, wir lassen es schmecken. Lecker, lecker.